und herzlich willkommen zurück zu Da Vincis Haus Teil 2. Das Ding hatten wir jetzt letzte Folge schon rausgeholt. Hatten wir eigentlich irgendetwas hier? Anscheinend ja nicht. Irgendwas kann man hier machen oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir so ein Teil hier gekriegt. Mit einem Kreuz oben. Meine Nase. Hier vielleicht? Ja. Oh. Also wir hatten jetzt 3 grüne Striche. Wir hatten 2 gelbe und ein blau. Also blau, gelb, grün. Blau, gelb, grün. Blau, gelb, grün. Okay. Was genau? Da ist irgendwie ein Portal hinter. Ah. Okay. Wie kriege ich das jetzt hin, dass wir das zweite bewegen können? Ich liebe es zu kochen. Halt, Tür zu machen. Ich liebe es zu kochen. Koch. Aber wie kriege ich das denn hin, dass wir da die zweiten kriegen? Wo muss der überhaupt den zweiten rein? Emmy, hörst du bitte auf, um zu knistern da? Ich kann auch nicht näher ranzoomen. Ich weiß auch nicht, wofür da der Knopf ist. Hoch mit dir. Okay. Oder... Ja, okay. Ja. Wie kriege ich das aber hin? Ne, das war nur dahinter, aber... Ich habe gedacht, die muss man jetzt vielleicht rausfahren und dann nimmt er den zweiten Angriff, aber... Anscheinend ja nun nicht. Oder müssen wir noch irgendwas haben? Oder müssen wir 2 Stück nach oben fahren und dann... Oh! Ah, vielleicht geht das ja. So. Ah. Ah, so, okay. Warte. Wenn wir den jetzt da machen. Und den jetzt auch da. Ah, okay. Das geht dann aber nicht weiter hoch. Das heißt, der muss eigentlich ganz nach unten. Das geht auch nicht. Warum auch immer. Also der müsste eigentlich schon hier unten sein. Also eigentlich müssten wir den... Der müsste eigentlich da sein und der müsste dann weiter runter. Ah, okay. Ich verstehe das Problem.
So. Der müsste dann hier hin. Und der müsste dann gucken, dass wir den irgendwo unten haben. Aber, oh. Ja. Ja. Wie machen wir das denn am besten? Hä? Okay, das scheint gerade ein bisschen verpackt zu sein. Weil, dann können wir den ja nicht weiter nach oben ziehen. Das müssen wir ja haben. Also müsste der eigentlich weiter runter. Der müsste weiter runter. Aber die kriegen wir ja nicht weiter runter. Bei denen... Wie kriegen wir den denn weiter runter? Tja, gute Frage. Nächste Frage. Das hat super geklappt. Richtig toll hat das geklappt. Es sei denn, wir halten den hier irgendwie. Aber da ist der denn ja auf der gleichen Höhe. Das ist ja auch doof. Das ist denn ja auch doof. Und wir kriegen die nicht weiter runter. Ah! Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ich Vollhorst. Aber ich glaube, das wäre sinnvoller, den hier auf den zweiten zu machen, oder? Den dann hier hin. Ja. Den hier hin. Das wäre... Hui. Und die Tür ist offen. Die Tür. So. Geheimnisvolle Bibliothek. Oha. Alles ist abgeschlossen. Wirklich alles ist abgeschossen. Nee, doch. A bis B, B, C, C, D, E, 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 G, G, I. Okay. Haben wir hier denn irgendwo was mit dabei? Ja. U, Z. Okay. Okay. Und können wir irgendwas daraus schießen? Außer, dass wir da anscheinend hin und her scrollen können. Ah, ja. Ach du Scheiße. Wo sind wir hier bloß reingeraten? Er bewegt sich. Hui. Schnell wieder raus. Das heißt, jetzt können wir das aufschießen? Anscheinend nicht. Aber wie viel ist der Schlüssel? Habe ich irgendwo was verpasst? Irgendwo? Irgendetwas?
Was ich vielleicht nicht sehen kann. Okay, die roten Tücher sind anscheinend geblieben. Aber was soll mir denn... umfangreiche Vergangenheit dieses ehrwürdigen Ortes und lebte etwas wirklich Außergewöhnliches. Der Raum befand sich in Dutzenden oder mehr hochgekletterten Gestalten, die ich immer schon mehrmals gesehen habe, immer nur für einen Moment. Gelegen hatte genug Zeit, um diese Mysterium zu beziehen. Ja, meine Neugier ist gewaltig. Ich hoffe, dass das Schlimmste nichts Schlimmeres passiert, wenn ich schnell das Buch durchsehe, bevor es den Meister Leonardo bringe. Was für ein Buch! Aber was für ein Buch? Wie heißt das Buch? Zeremonieren, bla bla bla. Ich habe keine Zweifel daran. Etwas mit Buch, dem Orden und diesem Kloster zu tun. Neugier ist gewaltig, ja. Ja, ja. Balkon. Hat er mir auch gesagt, was für ein Buch ich suchen soll? Weiß ich das gar nicht mehr? Ich weiß es wahrscheinlich einfach nur nicht mehr. Also irgendwo für muss ja der Schlüssel sein. Ich kann ja hier nirgendwo... Wahrscheinlich sehen die auch alle gleich aus und... Können wir nicht mal kurz runterrufen? Meister, du, sag mal, wie ist denn nochmal das Buch, das du haben wolltest? Das sieht alles gleich aus. Man kann sogar hier oben gucken. Nicht gut gearbeitet. Okay. Vielleicht sollte ich die 3 Säulen an der Wand gegenüber der Tür ansehen. Gegenüber der Tür? Warum? Was ist denn da? Ah! Gottes Willen. Hui. Ein Schlüssel, der da reinpasst. Yippie. Oh. Okay. Im Jahre 12. Also. 1212 since the birth of Christ. Friedrich, the only son of Heinrich Stauffer, to his father's glorious throne Ich habe arose. echt 12 vorgelesen. By Providence chosen, though only 16 years old, clever and strong, he was a king most bold. Challenges were plentiful, but his judgments full of wisdom. Soon many a vassal, duke, or lord swore fealty to his kingdom. Monarch Roger, a patron to the erudite and all the wise men, every scholar, no matter the faith, was welcomed to his realm. His deeds were glorious, his subjects loved him more and more, his dominion prospered like never before. Soon the rumors were spread from the east to the west about Roger, the ruler of Christians, by God himself blessed. This praise reached Pope Gregory, but he froze, irked by hearing of another man as one God chose. Gregory's envy would lead to consequences most dire. No living soul could save Friedrich from his ire. With excommunication being his only other fate, Roger rode to Palestine on a crusade to save his state. Even with his most trusted knights, a dangerous proposition. Journey long, perilous and exhausting, a truly risky mission.
Many a good man dead due to illness or fatigue. That was the true terror of the Pope's intrigue. One day, a desert storm came, raged and refused to wane, threatening to end both their lives and the campaign. Okay. It seemed that for the Emperor's army, all hope was lost. Sentries were ordered to find shelter, no matter the cost. At the last moment, the group's scouts spotted a cave. Though ominous and sinister, they must choose to be brave. Rogger's men entered the grotto with uneasy feel, making camp in surroundings that were most unreal. Days went by, the storm unwavering, no sign it would clear. Friedrich and his chosen explored their shelter without fear. Delving deeper into their shelter, anything but small, dark passages lined by pillars receded to a large hall. Friedrich and his company were men loyal and seasoned, but in their hearts was dread which could not be reasoned. Architecture meant not for living men, vast and bold, perhaps chiseled by some mysterious giants of old. Distracted from his reverie by a glimmer of light, Rogger saw a part of metal buried in the sand upright. A machine, a gate, centuries old, with it he must return. What trove of lost knowledge from it could he learn? Friedrich, albeit short on time, researched that device. Its power to grant wisdom should more than suffice. Gate to the Temple of Wisdom, the device was now called. It would lead to understanding of deep truths unequaled. In much higher spirits, knights loaded the gate on the caravan. And once again their journey, their crusade has began. The dread lifted, resolve firmer than ever before. No longer fearful of what for them lay in store. No more was the journey punishment meant by the Pope. Now their quest was meaningful, their hearts full of hope. In the end, Rogger gained control of Jerusalem without blood spilt, opened the Holy Land to pilgrims again, defensive walls rebuilt. City's crown rested on Emperor's noble head. With wise Sultan Al-Kamil, he shared his bread. People sang only praise for their emperor once again. With glory and magnificence, he continued his reign. Through the gate to the Temple of Wisdom, Friedrich often went. To learn its secrets, to further knowledge was his lustrous intent. He worked closely with those most loyal, those he chose. Thus, a new order of Knights Noble, order of justice, arose. Emperor Friedrich, always at their point, titled Grand Master, felt he did enough to sate Pope's anger, averted disaster. But to Gregory's ears were whispered rumors terrible. Stories about a deal with the devil and lies unbearable. About how Rogger's order was built to conceal a devil's gift. And since the Pope believed it, it caused an irreparable rift. Not long before the Emperor was excommunicated, by all the people of faith, he was to be isolated. Residents of Jerusalem, who just a year ago called him their savior, now cast him out. The Pope Sie werfen ihr raus. behavior.
The emperor by this iniquity was aback taken. All the Pope's intrigues left him quite shaken. When he finally retreated to Italy and his throne, he lived for his order of justice and his land alone. Roger guarded the secrets of the order, for his enemies would not cease. Wanted the gate more than secure, no longer believing in peace. A plan born both from his genial mind and godly inspiration, to build a fortress for the order, to be held in awe by the whole nation. To the castle's construction, he devoted his life. 8 massive walls to survive any strife. 8 watchtowers with windows peering over the countryside. Ist das Aragon? Eternally guarded by 8 men most loyal and eagle-eyed. 8 sides to the courtyard for the men to meet and rest. In the middle of it all, an 8-sided podium protected best. On this podium, the gate to the Temple of Wisdom was erected. By all the knights, not to be worshipped, but to be respected. So it was created. For both the lost and the wise it did shine. Templum Justitia, the temple of justice, the castle, the shrine. It was quarters of the order by the wise Placentinus foretold. Inside were troves of wisdom and power, more precious than gold. Even for the wise and powerful flies the time. Men became old, children rose to their prime. After the death of Roger, Grand Master first, others came, best of the order, in wisdom versed. One after another silent, hidden, but each of virtue measure. The gate to the temple of wisdom, always their treasure. Generation after generation, the secret was keeping, wealth and wisdom gaining, never relenting, never sleeping. But the year 1465 after Christ came, and for the order of justice, the world was never the same. Was ist das jetzt, oder? Herr Jesus, 3 Stunden später. There he is! Look up! In the window, across the room! Get him! Ey, ihr müsst das auch erstmal alle durchmachen. Hui. Beende das letzte Kapitel. Ja, das war's. Das war es. Das war's mit Haus of Da Vinci. Wir haben alle 3 Teile durchgespielt. Es war schön. Und die Hinweise waren schrecklich. Die hätte ich am liebsten meinen Computer aus dem Fenster geschmissen. Ein sehr, sehr schönes, sehr intensives, intensiv. Also die Rätsel waren intensiv. 12 Stunden? Na okay, ich habe zwischendurch Pause gemacht und habe das Spiel laufen lassen. Also
Wenn mir noch mehr gefallen, wenn unser Spiel mehr Fans von der Geschichte und Rätseln helfen. Ja. Als sagt, ein Kunstwerk ist nie vollendet, nur beiseite gelegt. Oh. Es war ein schönes Spiel. Ein sehr, 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 sehr schönes Spiel. Kann ich nur jedem weiterempfehlen. Da Vincis Hausreihe 3, 1 bis 3, so. Alles wunderschön. Gute Rätsel. Manches Mal echt schwer. Und manches Mal, vielleicht habe ich mich auch nur blöd angestellt. Ich weiß es auch nicht. Alles klar, jedem. Das war's denn mit The House of Da Vinci. Wir sehen uns denn bei was immer ich auch mache. Tschüss.